Und herzlich willkommen beim Karin Carpenter. In dem heutigen Video möchte ich gerne mal ein bisschen auf die praktikable und günstige Umsetzung von präzisen Sägeschnitte eingehen. Die Idee dazu kam tatsächlich durch ein bzw. mehrere Videos von Dominik Ricker. Ihr kennt ihn bestimmt, der war früher bei MHM, das heißt früher, bis vor kurzem. Und er hat ja auch immer sehr auf Preis-Leistungs-Verhältnisse etc. geachtet und dabei an verschiedenen Videos dargestellt, dass man nicht unbedingt eine teure Formatkreissäge braucht, um ja, präzise Schnitte hinzukriegen. Das Ganze funktioniert genauso gut, wie er das gezeigt hat, mit verschiedenen Vorrichtungen, Tauchsäge, Schienensystem etc. und kann mir dann an meiner Werkbank alle möglichen Schnitte vollführen, ohne dafür irgendeinen fünfstelligen Betrag in eine Formatkreissäge hingestellt zu haben. Und so richtig und wie gut die Aussage dahinter ist, es hat mich dann tatsächlich doch noch ein bisschen getriggert, denn jetzt steht natürlich die Frage im Raum, brauche ich das denn überhaupt oder geht es vielleicht noch minimalistischer? Ihr wisst ja, ich nenne mich nicht nur als Spaß-Carpenter, ich arbeite tatsächlich in dem Bereich und ich habe am Dach, auf dem Gerüst etc. nun mal schlicht und ergreifend nicht immer die Gelegenheit und Möglichkeit, mir da irgendwelche ganz tollen Vorrichtungen zu bauen oder gar mitzunehmen. Das müssen eben präzise Schnitte werden, die aber ohne viel Tamtam ringsrum sofort auszuführen sind. Und da kommt man dann halt im Laufe der Jahre auf unterschiedliche Lösungsansätze, wie das Ganze am praktikabelsten funktionieren könnte. Und ja, natürlich habe ich in dem Moment firmeninternen Zugang zu den ganzen teuren, namhaften Herstellern, die ich mir jetzt privat nicht unbedingt in den Keller stellen würde. Nicht, weil sie nicht gut wären, sondern einfach nur, weil, ja, es ist völlig übertrieben. Kein Mensch, der das Ganze nicht gewerblich betreibt, braucht eine 1000 Euro Handkreissäge. Das ist ja völlig utopisch. Aber es wird eben zum Teil das Gefühl vermittelt, ich bräuchte dieses Werkzeug, um wirklich präzise und perfekt arbeiten zu können. Und das ist definitiv nicht der Fall. Und mit diesem Video hier möchte ich jetzt eben gerne mal einerseits zeigen, was sind so ein paar Tricks und Kniffe, die ich persönlich ganz privat auch eben auf Arbeit verwende, um möglichst gute Schnitte schnell, effektiv und preisgünstig hinzubekommen. Und gleichzeitig natürlich auch noch der Versuch als kleine Kampfansage, ja, dieses Konzept der Preisgünstigkeit und Effizienz eben nochmal ein bisschen mehr auf die Spitze zu treiben. Denn so gut wie das bei Dominik in seinen Videos funktioniert hat mit Tauchsäge, Schienensystem etc., bin ich da eben trotzdem nochmal bei mindestens 500-600 Euro, wenn nicht teilweise noch mehr, je nachdem welchen Hersteller ich nehme. Und ich bin der Meinung, das kann man nochmal deutlich drücken. Das Schienensystem brauchen wir schon mal gar nicht, meine Meinung. Und was die Sägen, Anschläge etc. angeht, würde ich euch jetzt einfach gern mal hier an einem ganz simplen Beispiel zeigen, wie ich das vor Ort betreibe, wie gut dann am Ende die Schnitte passen. Das soll ja auch ein bisschen transparent sein und ihr sollt sehen, dass das auch tatsächlich funktioniert, was ich hier betreibe. Und dann seht ihr, dass ihr prinzipiell für, ich sage jetzt einfach mal 200 Euro, ohne Probleme akkurat und genau arbeiten könnt, je nachdem, für welches Projekt ihr dann genau irgendwas braucht. Jeder, der schon mal eine teure Maschine in der Hand hatte, weiß natürlich, die namhaften Hersteller rufen diese Preise nicht umsonst auf. Es ist schon ein angenehmeres Arbeiten mit hochwertigem Werkzeug, aber ja, das ist schlicht und ergreifend nicht notwendig, wenn ich damit nur alle paar Monate mal irgendwas mache. Und dann sollte ich aber eben auch in der Lage sein, mit günstigem Werkzeug gute Ergebnisse zu erzielen. Und dass das funktioniert, beweise ich euch jetzt. Der Grundgedanke hinter der Idee ist, dass sich ja niemand egal wie teuer das Werkzeug ist, was er gekauft hat, niemand verlässt sich ja auf diese Gradanzahl, die da steht. Das bedeutet, wenn ich so eine Maschine neu geholt habe, dann freue ich mich, dann wird die sofort ausprobiert, dann ist das Erste, was ich mache, einen 90-Grad-Schnitt zu machen, einen Gärungsschnitt zu machen
und überprüfe die dann erstmal, ob die funktioniert. Und wie überprüfe ich die? In aller Regel, indem ich einen Winkel daran halte und dann einfach mal schaue, ob die Säge wirklich genau das gemacht hat, was sie sollte. Denn das sind schlicht und ergreifend die Prüfwerkzeuge, die uns dann zeigen, dass es funktioniert. Ich weiß, es gibt auch noch 5-Schnitt-Methode etc. Aber ja, man kann es auch übertreiben. Ne? Ich sage jetzt mal, wenn über die komplette Distanz eines Zimmererwinkels die Linie nicht auseinanderläuft, dann ist das ein Maß an Präzision, das für mich jetzt einfach mal reicht. So. Und wenn ich sage, dass das Prüfwerkzeug in dem Moment für mich ausschlaggebend ist, warum sollte ich mich dann überhaupt noch auf irgendeine andere Art verlassen? Weil jeder Mittelsweg, der dazwischen liegt, der verfälscht ja wieder. Der bringt ja wieder eine gewisse Ungenauigkeit rein. Das bedeutet, ich bin doch eigentlich daran gehalten zu sagen, ich könnte direkt den Winkel als Anschlagssystem für meine Säge verwenden, weil ich dann weiß, dass es definitiv funktioniert. Und ich will jetzt nicht Werbung für den Winkel hier machen, aber ganz, ganz ehrlich, das ist mit Abstand der beste, den ich jemals in meinem Leben hatte. Und wenn der irgendwann mal aus was für Gründen auch immer kaputt gehen sollte, werde ich mir definitiv nochmal genau den gleichen holen. Denn die Sache ist die, der ist ziemlich dick. Und das hat er einen traditionellen Tischlerwinkel oder eben auch so einem Zimmererwinkel hier als riesengroßen Vorteil. Denn diese Materialstärke ermöglicht mir eben, dass ich das Ganze als Anschlag für eine Handkreissäge verwenden kann. Unter anderem. Ich kann es aber auch als Anschlag für meine Wasserwaage verwenden, denn der Winkel ist nun mal nur 22 cm lang, aber plan gefrästes Metall, ebenso wie an einer Wasserwaage. Ich kann den Winkel hier perfekt anlegen, ich kann die Wasserwaage hier perfekt anlegen. Und da wackelt nicht mal mehr irgendwas, auch nur ansatzweise. So. Und wenn ich das jetzt hier einfach mal mit meinem Zimmererwinkel überprüfe, dann seht ihr, das ist bis oben genau die gleiche Linie. Das funktioniert. Wie das Ganze hier in der Praxis aussieht, lässt sich am besten an so einem Brett verdeutlichen. Anschlag. Kann dann hier mit meiner Handkreissäge, die wirklich nicht unbedingt was großartig Besonderes ist, aber perfekt winklige Schnitte machen, weil ich hier mit diesem Anschlag an den Winkel rangehen kann. Muss natürlich einfach darauf achten, dass ich wirklich überall sauber anliege. Das ist erstmal eine Übungssache. Und ihr seht, zwangsläufig, weil es geht ja gar nicht anders, ich habe ja den Winkel als Anschlag genommen, kann ich mich darauf verlassen, dass das hier jetzt definitiv perfekt rechtwinklig ist. Nicht 89,8 oder sonst irgendwas, es ist genauso 90 Grad wie dieser Winkel. Ohne dass ich nochmal irgendwo Ungenauigkeiten durch irgendein anderes Winkelsystem reingebracht habe. Und das ist schlicht und ergreifend die effektivste und sauberste Art und Weise und gleichzeitig auch noch die preisgünstigste, einen perfekten 90-Grad-Schnitt zu machen. Punkt aus. Also ihr dürft mich jetzt gerne in irgendeiner Form korrigieren, aber das ist so das System, was ich am sinnvollsten finde. Und ihr seht es an dieser Handkreissäge, ich will sie gar nicht schlecht reden, ich mag meine kleine Dewalt, die macht, was sie soll. Aber ihr wisst auch, das Ding gibt es auch noch mal deutlich teurer. Da kann man hier theoretisch noch für 60 Euro so einen Schuh dran bauen, da kann man sich noch für 70 Euro eine Führungsschiene holen und da bin ich ja fast schon wieder beim Preis von einer neuen Säge. Einfach nur, dass ich so ein dämliches Schienensystem unten dran habe.
das ich eigentlich gar nicht unbedingt brauche. Es geht auch ohne. Wenn ich das Ganze dann mal für lange Schnitte verwenden möchte, mache ich im Endeffekt genau das, was ich hier gerade schon mit der Wasserwaage gezeigt habe. Bei der Wasserwagen-Variante empfiehlt es sich vorher immer schon mal eine Schraubzwinge dran zu machen und zu testen, ob ich mit der Säge dran vorbeikomme. Hier würden sich jetzt eigentlich wirklich sehr schmal aufbauende Schraubzwingen am besten eignen, habe ich aber gerade nicht zur Hand. Aber hier kommen wir auch dran vorbei und deswegen muss man einfach vorher mal kurz gucken. Dann kann ich hier meinen Winkel anhalten und auch wenn die Wasserwaage jetzt noch so hier liegt, ist das im Endeffekt egal. Ich kann die mir hier genau anlegen. Und ab dem Punkt, ab dem ich merke, es kippelt nicht und sie liegt überall perfekt sauber an, mache ich an der Gegenseite auch nochmal eine Schraubzwinge. Bevor ich es ganz festziehe, kontrolliere ich nochmal den Winkel, ob ich jetzt irgendwas verstellt habe. Passt noch. Festziehen. Und schon ist meine Wasserwaage automatisch auch eine Schiene geworden. Und die Sache ist, ihr braucht sowieso eine Wasserwaage. Also an einer Wasserwaage führt kein Weg dran vorbei. Aber die kann ich eben sowohl als Wasserwaage als auch als Anschlag benutzen. Die Schiene ist einfach nur eine Schiene. Die nimmt Platz weg, kostet einen Haufen Geld. Und klar, es ist ein kleines bisschen unkomplizierter. Wenn es die Situation gibt, nehme ich sowas auch gerne. Aber es ist eben nicht unbedingt notwendig. Jetzt kontrollieren wir unseren Schnitt. Nochmal mit dem Winkel und ihr seht, genau rechtwinklig, oder? Seht ihr das? Moment, ich halte es nochmal so. Das funktioniert. Nun gibt es auf der Welt natürlich noch mehr als nur rechtwinklige Abschnitte. Ab und an will ich auch mal einen Gärungsschnitt machen. 45 Grad. Ebenfalls kein Problem. Legt den hier oben sauber an. Selbes Schema wie gerade eben auch. Hier empfiehlt es sich, vorher einfach mal zu markieren, damit ich weiß, wo ich mit meinem Sägeblatt hin muss. Ich weiß, ich könnte jetzt zum Beweis noch einen Bilderrahmen draus bauen, aber prinzipiell, wir sind uns ja wohl einig, wenn das hinhaut, dann kann man auch davon ausgehen, dass das hier stimmt. Beziehungsweise, wenn ich hier einfach mal messe, sind das eben genau 12 cm, wie auch die Pressstärke 12 cm sind. Und auch das beweist 45 Grad passen. Wir wollen uns ja vom Schwierigkeitsgrad her steigern. Deswegen hier jetzt einfach mal irgendwas vollkommen Willkürliches. Machen wir das.
Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ich mache irgendeine Holzverschalung oder was weiß der Geier was. Und genau das hier ist dabei der Winkel, den ich gerne sägen möchte. Ich kenne den Winkel nicht. Der hat sich jetzt einfach nur so aus baulichen Gegebenheiten ergeben. Und demzufolge würde ich jetzt im Normalfall mit meiner Schmiege diesen Winkel hier ablesen. Würde damit jetzt an meine Kappsäge gehen und würde versuchen, das Blatt genau in der Neigung davon einzustellen. Oder wiederum, ich würde meinen Winkel nehmen, würde den hier dran halten und dann wie im Mittelalter ablesen, dass das ungefähr 72 Grad sind. Entschuldigung, Quatsch, 55. So. Und da haben wir ja aber auch schon wieder Ungenauigkeiten noch und nöcher. Und deswegen, selbes Konzept wie mit dem Winkel, einfach direkt diese Holzschmiege als Anschlag verwenden. Darauf achten, dass die Schraube ordentlich festgezogen ist, dass sich hier nicht direkt irgendwas verstellt. Mit der Säge ansetzen, ein bisschen vorsichtig sein. Und dann gucken wir uns jetzt einfach mal an, dass das gut funktioniert. Schmiege geschnappt, vorsichtig den Punkt gesucht, Feuer frei. So. Schnappen wir uns und funktioniert. Und auf die Art und Weise habe ich wiederholgenau einen perfekten Winkel gesägt, ohne den Winkel jemals überhaupt gekannt zu haben. Die exakte Gradzahl interessiert in dem Moment überhaupt nicht. Und angenommen, das Brett hier macht irgendwo mal einen leichten Schlinger, macht es hier lustigerweise tatsächlich sogar schon. Hier oben geht es ein bisschen auf, aber ihr seht ja, bis hierhin liegt es an. Das sind dann die Feinheiten, da muss man noch mal ein bisschen nachkontrollieren, aber das müsste ich an einer Kappsäge genauso. Und mit diesem Anschlag hier spare ich mir aber einfach nur komplett jedes Mal wieder die exakte Gradzahl zu ermitteln, an meiner Kappsäge einzustellen etc. Nö, ich gehe einfach mit dieser Schmiege hier ran, zack, als Anschlag genommen für die Handkreissäge, Schnitt gemacht, passt. Einwandfrei. Nun könnte natürlich auch noch das exakte Gegenteil der Fall sein. Bedeutet, wir kennen die exakte Gradanzahl, an die wir anarbeiten müssen oder die wir erzeugen müssen, besser gesagt. Und versuchen nun diesen winkeligen Schnitt hinzubekommen. Dann könnte ich natürlich auch wieder sagen, ich benutze irgendein Geodreieckenwinkelmesser, weiß der Geier was, um auf diesen Winkel zu kommen. Habe damit aber natürlich wieder ein doppeltes Übertragungsproblem, eine gewisse Fehlerquote mit drin. Und so blöd wie es klingt, gerade wenn das ein Zimmermann sagt, aber bei manchen Sachen merkst du ein halbes Grad. Je breiter die Platten sind, und ich bin hier statt bei 45 Grad bei 44 Grad oder 44,5 Grad sogar, dann sind das hier oben ein paar Millimeter Differenz, dann geht im schlimmsten Fall der Schnitt auf. Das ist doof. Und deswegen bin ich persönlich ein Freund davon, das einfach auszurechnen. Das ist wirklich ziemlich simpel und es erspart einen Haufen Ärger. Im besten Falle nehme ich dafür eine USB-Platte. Ich erkläre gleich warum. Ziehe mir hier eine Bezugskante. Und dann wissen wir ja, der Tangens von Alpha ist Gegenkathete durch Ankathete. Hier unten ist mein Alpha. Das bedeutet, dass hier oben ist die Gegenkathete, die ich ausrechnen möchte. Und jetzt schließt sich der Kreis mit dem USB.
das ist meine Ankathete und die ist bei USB immer 62,5. Da kann ich keine Messtoleranzen oder sonst irgendwas haben. Wenn ich jetzt einfach ein Stückchen Restbrett nehme, könnte ich mich ja hier theoretisch schon um einen Millimeter vermessen. Ihr wisst, was ich meine. Es geht ja einfach nur darum, die Toleranzen so gering wie möglich zu halten, und wenn ich so vorgefertigte Platten benutzen kann, why not? So, und das bedeutet, wir haben, wenn wir hier jetzt einen 15 Grad Winkel machen wollten, Tangens von 15 mal 62,5, und dann weiß ich, meine Gegenkathete ist genau 16,74 cm lang, kann die hier oben antragen. Schnapp mir die Wasserwaage, verbinde das hier unten mit dem Anfangspunkt meiner Referenzlinie. Wichtig ist natürlich, dass das hier tatsächlich ein 90 Grad Winkel ist, ansonsten funktioniert es nicht. Und jetzt, nachdem das alles erledigt ist, spricht natürlich auch nichts mehr dagegen, das Ganze nochmal zu kontrollieren. Und wenn ich das dann hier anlege, Moment, ich hole euch gerne noch mal ein bisschen näher ran. Dann sehen wir hier, die Linie schneidet exakt auf 75 Grad, bedeutet 15 Grad Gegenwinkel hat funktioniert. Dann kann ich mir hier wieder meine Schmiege schnappen. Lege die an diese Linie an. Und weiß jetzt, dass ich an dieser Schmiege hier exakt 15 Grad eingestellt habe. Hätte ich das jetzt hier direkt an dem Winkel gemacht, dann habe ich definitiv irgendwelche Toleranzen drin. Einerseits ist die Winkeleinteilung hier zwar exakt, aber eben nicht so filigran gearbeitet, dass es mir in der Einstellung tatsächlich möglich ist, auf ein halbes Grad zu achten. Ich kann, wenn ich das hier kontrolliere und genau die 70 Grad getroffen habe, zwar davon ausgehen, dass der Winkel stimmt, aber um diese Schmiege in dieser Spannweite einzurichten, ist das einfach nicht wirklich praktikabel. Wenn ich aber direkt den rechnerischen Weg gehe und dann einfach nur noch meine Messinstrumente dazu benutze, um meinen errechneten Wert zu kontrollieren, dann haben wir damit auf jeden Fall ein ziemlich hohes Maß an Präzision erreicht. Und ja, ich denke, ich habe jetzt an das Wichtigste gedacht. Ihr seid auf diese Art und Weise definitiv in der Lage, jeden beliebigen Schnitt mit einer Handkreissäge, einem Dreieck, was eine möglichst hohe Materialstärke aufweist, eine im besten Falle relativ lange Holzschmiege und eine Wasserwaage. Mehr braucht ihr nicht und ihr kriegt jeden Schnitt genauso exakt hin wie mit jedem beliebigen, extrem teuren Schienensystem. Müsst ihr wissen. Ich bin auf jeden Fall ziemlich zufrieden damit. Ich arbeite extrem gern nach genau diesen Verfahren, weil ich dann eben mir sicher sein kann, dass es funktioniert. Nicht nochmal von irgendwelchen dritten Systemen abhängig bin, und unabhängig davon, ob ich sie habe oder nicht, ist das ja am Ende sowieso immer das Kontrollmaß aller Dinge. Ja, ihr könnt damit errechnete Winkel einsägen, ihr könnt damit abgelesene Winkel einsägen, ihr könnt rechtwinklige Winkel einsägen, ihr könnt Gärungsschnitte machen, ihr könnt an vorhandene Bauwerke anarbeiten, in einem exakten Winkel irgendwas neu aufbauen, völlig problemlos. Und wie gesagt, das geht dann eben auch mit jeder beliebigen Handkreissäge. Da kommt es dann schlicht und ergreifend nicht so drauf an. Je teurer die Handkreissäge ist, umso schöner arbeitet sich mir dann natürlich. Aber ihr spart euch einen Haufen Geld für sinnlose Gadgets. Punkt. Viel Spaß beim Nachbauen. Als letztes, auch wenn es nicht direkt was mit Sägeschnitten zu tun hat,
aber oft braucht man ja auch noch einen vernünftigen Anschlag. Wenn man zum Beispiel Balkonbretter etc. macht, kommt man nicht umhin, sich ab und zu mal eine Schnur zu spannen, an der man dann eventuell entlang sägen kann oder die man eben als Anschlag benutzt. Und vielleicht freut ihr euch ja, dass ich diesen kleinen Trick mit euch teile. Ich weiß auf jeden Fall, dass ihn nicht allzu viele kennen. Es macht euer Leben auf jeden Fall viel einfacher. Viele nehmen jetzt die Schnur, wickeln die hier 100 Mal um diese Schraube ringsrum, schrauben die hier dann eventuell noch rein oder schnappen sich noch eine dritte Schraube und versuchen das hier irgendwie schräg über quer noch hier ringsrum zu ziehen, einen Knoten reinzumachen, nur damit diese dämliche Schnur hier straff bleibt. Das kostet Zeit, das kostet Nerven und wenn ihr hier noch anfangt irgendwas rumzuschrauben, macht das im besten Fall auch noch die Schnur kaputt. Ich persönlich bevorzuge diese Variante. Habe jetzt hier eine neue Schlaufe, ziehe die hier drum, kann jetzt hier sogar noch straff ziehen und auf dem Ding kann ich Banjo spielen. Und das Beste ist, wenn ich jetzt ziehe, ist der Knoten wieder gelöst. Ganz ohne Problem. Keine Angst, das gucken wir uns jetzt nochmal im Detail an. Also, ihr nehmt euch die Schnur, macht einmal die Schlaufe, dass das Stückchen, wo die Rolle dran hängt, hier quasi oben drüber liegt. Und dann greife ich durch die Schnur hindurch und ziehe an dem Faden, der Richtung Rolle geht. Und erzeuge damit diese Schlaufe hier. Und wenn ich jetzt an dieser Schlaufe ziehe, löst sich es wieder zu einem Faden. Diese Schlaufe kann ich jetzt hier beliebig verlängern, weil ja wie gesagt die Rolle dran hängt. Verlängere die, bis ich die hier hinten in die Schraube einfädeln kann. Und wenn ich jetzt hier dran ziehe, verkleinere ich die Schlaufe wieder und kann auf diese Art und Weise den Strick straff ziehen. Das soll es für das erste Mal gewesen sein. Ich weiß ja nicht, ob euch das gefällt, hier und da mal so ein paar Einblicke zu gewinnen, was man sich so zurechtgelegt hat, wie gewisse Dinge einfach besser funktionieren. Wenn da Interesse besteht, können wir da gerne noch in Zukunft ein paar weitere Teile machen. Und ich hoffe, dass das Gezeigte für euch in irgendeiner Form von Vorteil ist, dass ihr das im besten Fall anwenden könnt und im allerbesten Fall, dass ihr euch damit natürlich auch einen Haufen Geld spart, dass ihr dann einfach sagt, okay, das funktioniert für mich und ich brauche jetzt nicht nochmal für 500 € irgendein teures Schienensystem. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn jemand von euch noch bessere Tricks, Kniffe oder einfach weitere schöne Ideen hat, wie man gewisse Prozesse vereinfachen kann, dann freue ich mich da auch immer in den Kommentaren drüber. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Tschüss.